Hamburg, Europas wichtigster Hafen, wo Schiffe aus aller Welt zusammentreffen. 1842 brannte ein Drittel der Stadt in nur 3 Tagen nieder. 1943 lagen 60% Hamburgs in Trümmern. Innerhalb einer Woche verloren 40.000 Menschen ihr Leben. Wie konnte Hamburg trotz dieses Leids zu einer der stärksten Städte Europas werden? Wie konnte sie nach so viel Zerstörung stärker denn je wieder auferstehen? Dies ist nicht nur die Geschichte einer Stadt, es ist ein Epos des Widerstands. Hamburg war zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach London der größte Hafen auf dem europäischen Kontinent. Die Elbe erwachte, während die Sonne über der Stadt aufzugehen begann. Waren aus aller Welt wechselten zwischen den Düften von Kaffee, Zucker und Gewürzen den Besitzer. Hamburg war in jeder Hinsicht eine freie Stadt. Seine Armee, seine Gerichte und seine Gesetze gehörten vollständig ihm selbst. Diese Stadt hatte ein einfaches Geheimnis: sich niemals vor einem König oder Kaiser zu beugen. Hamburg, das seine Unabhängigkeit liebte, wurde auf diese Weise reich. Doch genau diese Leidenschaft machte die Stadt verwundbarer als je zuvor. Und die erste große Prüfung würde im Jahr 1842 an die Tür klopfen. In einem Moment, den niemand erwartete. Am Mitternacht des 5. Mai 1842. Im Keller eines Hauses bemerkte niemand einen kleinen Funken, der durch die Nachlässigkeit eines Bäckers entstand. Dieser Funke führte Hamburg in eine der größten Katastrophen seiner Geschichte. Als alle am Morgen aufwachten, standen sie unter Schock. Ein Drittel der Stadt brannte nieder. Ganze 20.000 Menschen wurden obdachlos. Gasthäuser, Häuser und Erinnerungen, die der Geschichte Zeugnis ablegten. Alles wurde zu Asche. Trotz all dieses Leids trauerten die Hamburger nie. Weine niemals, baue wieder auf, sagten sie. Eine völlig neue Stadt entstand und die Elbe floss weiter. 50 Jahre waren seit dem Brand vergangen. Hamburg erlebte mit neuen Anlagen, Häfen und Lagerhäusern geradezu ein goldenes Zeitalter. Der Weg vieler Menschen aus verschiedenen Ländern, die nach Amerika wollten, führte über Hamburg. Deshalb war die Sprache, die man an den Docks hörte, nicht mehr nur Deutsch. Hamburg, eine kleine deutsche Stadt, wurde zu einem Kandidaten für das Zentrum des Welthandels. Der Hamburger Hafen hatte es 1913 geschafft, der drittgrößte Hafen der Welt zu werden. Doch dann kam das Jahr 1914, in dem diese Lebendigkeit einer tiefen Stille wich. Die Tore Hamburgs zur Welt, das gerade begann, ein kleines, aber einflussreiches Handelszentrum zu werden, schlossen sich plötzlich. Danach folgte die Weimarer Zeit, Inflation. Zeiten, in denen ein Brot Millionen Mark kostete. Obwohl Hamburg versuchte zu widerstehen, stand das Schlimmste noch bevor. Die größte Zerstörung, die Hamburg je erlebt hatte, war nur noch wenige Jahre entfernt. Es ist der 24. Juli 1943. Eine stockfinstere Nacht. Operation Gomorrha. Bomber der britischen Luftwaffe erscheinen am Himmel über Hamburg. 8 Nächte lang wird die Stadt unerbittlich bombardiert. Hamburg erlebt eine der schlimmsten Nächte seiner Geschichte. Durch die Bombenangriffe steigen die Temperaturen auf bis zu 800 Grad Celsius. Alles scheint zu schmelzen. Die Flammen treffen auf Menschen, die verzweifelt in Kellern Schutz suchen. In 8 Tagen sterben unglaubliche 40.000 Menschen. Die Elbe ist voller Trauer. Zerstörung überall. Mehr als die Hälfte Hamburgs liegt in Trümmern.
Die Stadt, die 1842 in 3 Tagen niederbrannte, wurde 1943 in 8 Nächten verwüstet. Trotz all dem existierte Hamburg noch. Aber wie? Die Antwort lag in der DNA der Stadt verborgen. Und diese Antwort war bereits 1842 gegeben worden. Und dann geschah etwas völlig Unerwartetes. Der Krieg war vorbei. Hamburg begann einen ähnlichen Kampf wie beim Wiederaufbau nach 1842. Noch bevor die Gebäude wieder aufgebaut wurden, wurde der Hafen wieder aufgebaut. Denn der Handel lag in Hamburgs DNA und der Hafen war sein Herzstück. In den 1950er Jahren arbeitete der Hafen so intensiv, dass seine Kapazität in den 1960er Jahren sogar das Vorkriegsniveau übertraf. Das Wirtschaftswunder erreichte Hamburg mit voller Wucht. Arbeiter, die nur wenige Jahre zuvor noch gegen die Trümmer gekämpft hatten, bedienten nun Containerkräne. Hamburg, eine Stadt des Wandels, gehörte zu den ersten, die sich der Containerrevolution anpassten. Denn diese Stadt hatte weder 1842 noch 1945 Angst vor Veränderungen. Das Feuer, das die Stadt verwüstet hatte, verwandelte sich nun in Stahl und Glas. Nachdem Hamburg seine Häfen wiederbelebt hatte, baute die Stadt sofort eine völlig neue Identität auf: Hafen City. Ein neuer Stadtteil, der auf den ehemaligen Hafenflächen errichtet wurde. Und in der aufragenden Elbphilharmonie, an einem Ort, an dem einst Bomben fielen, werden heute Konzerte gegeben. Die Stimme des Handels hat sich in Musik verwandelt und Stein und Glas Leben eingehaucht. Jede Transformation hat ihren Preis. Diejenigen, die beim Bau dieser Stadt ihren Schweiß vergossen haben, können wegen unerträglicher Mieten hier nicht mehr leben. Ist Hamburg wirklich für alle? Diese Frage ist noch immer unbeantwortet. Und wieder stehen wir am Ufer der Elbe. Hören Sie heute Abend auf die Stimme der Elbe. Dieser Fluss war Zeuge des Schmerzes von 1842. Er hat die Asche von 1943 bis in unsere Zeit getragen. Hamburg, das sich niemals nur an eine einzige Ideologie band, konzentrierte sich immer nur auf seine eigene Zukunft. Denn manche Städte können zerstört werden, aber ihre Seelen niemals. Das ist das Geheimnis dieser Stadt. Wenn Hamburg es geschafft hat, aus dem Nichts wieder zu entstehen, müssen wir uns eine Frage stellen. Welche Zerstörungen haben Sie in Ihrem Leben erlebt? Konnten Sie nach diesen Zerstörungen wieder aufstehen? Ich freue mich auf Ihre Kommentare. Bis zum nächsten Video. Folgen Sie uns, damit Sie als Erste davon erfahren.